The Gospel by John, Johannes Evangelium, chapter 15. Kapitel 15. We have been seeing that there are two books in the New Testament which are wholly occupied with a special matter. Wir haben gesehen, dass zwei Bücher im Neuen Testament sich ganz mit einem Thema beschäftigen. And that is the transition from the old Jerusalem to the new Jerusalem. Nämlich dem Übergang vom alten Jerusalem zum neuen Jerusalem. From the old Israel to the new Israel. Vom alten Israel zum neuen Israel. The old being left behind. Das alte wird zurückgelassen. The new coming into view. Und das neue kommt ins Blickfeld. But the new being constituted upon the spiritual principles of the old. Aber das Neue wird gebildet aus den geistlichen Prinzipien des Alten. The two books referred to are the Gospel by John and the letter to the Hebrews. Die beiden erwähnten Bücher sind das Johannesevangelium und der Hebräerbrief. We have said that in the Gospel by John there are 16 steps in this transition. Wir haben gesagt, dass wir im Johannesevangelium 16 Schritte in diesem Übergang finden. I'm afraid I have made a mistake over that, Und ich bedauere, ich habe hier einen Fehler begangen, but I have discovered some more today. denn ich habe heute noch einige weitere Punkte gefunden. But I'm not going to include them. Aber ich will sie jetzt nicht mehr einschließen. I'm not sure that we shall be able to take number 16. Ich bin nicht einmal sicher, ob wir Nummer 16 noch behandeln werden. But however, we will come to number 15 tonight. Aber auf alle Fälle wollen wir heute Abend Nummer 15 anschauen. And the 15th step in this transition is here in the 15th chapter of the Gospel by John. Und dieser 15. Schritt in diesem Übergang wird hier im 15. Kapitel gefunden. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. The rest of the chapter is well known to you. Der Rest des Kapitels ist euch allen wohl bekannt. I shall not read it all through, Und ich will ihn nicht durchlesen, but shall refer to it later. sondern werde mich später darauf beziehen. Before we go on, we must get to our Old Testament. Bevor wir weitergehen, müssen wir noch das Alte Testament aufschlagen. First of all, in the book of the Psalms, Zuerst in den Psalmen, Psalm 80, Psalm Nummer 80, verse 8, Vers 8. Thou broughtest a vine out of Egypt. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten. Thou didst drive out the nations and planted it. Du vertriebest Nationen und pflanztest ihn. Verse 14, Vers 14. Turn again, we beseech thee, O God of hosts, look down from heaven, and behold, and visit this vine. Gott der Heerscharen, kehre doch wieder, schaue vom Himmel und sieh, und suche heim diesen Weinstock. The prophecies of Isaiah, Die Prophezeiungen des Jesaja, chapter 5, Kapitel 5. Let me sing for my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill. Wohlan, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Liebens von seinem Weinberge. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem festen Hügel. And he made a trench about it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out a winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.
Und grub ihn und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und baute einen Turm in seine Mitte und sie warf eine Kelter darin auf. Und erwartete, dass draußen brächte, aber brachte Herlinge. Prophecies of Jeremiah, Prophet Jeremia, chapter 2, Kapitel 2, verse 21. Vers 21. Yet I had planted thee a noble vine, wholly a right seed. How then art thou turned into the dangerous plant of a strange vine unto me? Und ich hatte dich gepflanzt auf Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Chapter 6, Kapitel 6, verse 9. Vers 9. Thus saith the Lord of hosts, they shall truly glean the remnant of Israel as a vine. Turn again thine hand as a grape gatherer into the baskets. So spricht der Herr der Heerscharen. Wie am Weinstock wird man Nachlese halten an dem Überrest Israels. Lege wieder deine Hand an, wie der Winzer an die Ranken. Prophecies of Ezekiel, Und Prophet Ezekiel, chapter 15, Kapitel 15. And the word of the Lord came unto me, saying, Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Son of man, what is the vine tree more than any tree? The vine branch which is among the trees of the forest? Menschensohn, was ist das Holz des Weinstocks mehr als alles andere Holz? Die Rebe, welche unter den Bäumen des Waldes war? Shall wood be taken thereof to make any work? Or will men take a pin of it to hang any vessel thereon? Wird Holz davon genommen, es zu einer Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man davon einen Pflock, irgendein Gerät daran zu hängen? Behold, it is cast into the fire for fuel. The fire hath devoured both the ends of it, and the midst of it is burned. It is profitable. Is it profitable for any work? Siehe, es wird dem Feuer zur Speise gegeben. Hat das Feuer seine beiden Enden versehrt und ist seiner Mitte versenkt, wird es zu einer Arbeit taugen? Behold, when it was whole, it was meat for no work. How much less when the fire hath devoured it, and it is burned, shall it be meat for any work? Siehe, wenn es unversehrt ist, wird es zu keiner Arbeit verwendet. Wie viel weniger, wenn das Feuer es versehrt hat und es versenkt ist, kann es noch zu einer Arbeit verwendet werden. Therefore, thus saith the Lord God, as the vine tree among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so will I give the inhabitants of Jerusalem. Darum, so spricht der Herr Gott, wie das Holz des Weinstocks unter den Bäumen des Waldes, welches ich dem Feuer zur Speise gebe, also gebe ich die Bewohner von Jerusalem dahin. Well, there you have the old Israel background. Hier finden wir wieder den alt-israelitischen Hintergrund. What Israel was intended to be, Was Israel hätte sein sollen what Israel failed to be, und worin Israel versagte and the destiny of that Israel und das Schicksal dieses Israels cast into the fire. ins Feuer geworfen. It is clear from these scriptures that Israel was called God's vine. Es geht deutlich aus diesen Stellen hervor, dass Israel Gottes Weinstock genannt wurde. But that vine became a false vine. Aber dieser Weinstock wurde zu einem falschen Weinstock. And God had to cast it into the fire.
Und Gott musste ihn ins Feuer werfen. It has been in the fire for these nearly 20 centuries. Und es ist nun schon beinahe seit 20 Jahrhunderten in diesem Feuer. But when God cast that vine into the fire, he brought forth another. Aber als Gott diesen Weinstock ins Feuer warf, zog sich einen neuen. We have said that this Gospel by John sets forth the putting away of the old Israel and the bringing in of the new. Wir haben gesagt, dass dieses Johannesevangelium das Wegtun des Alten zeigt und das Einbringen eines Neuen. We have seen that various names of Israel have been taken over into the new Israel. Und wir haben gesehen, dass verschiedene Namen für das alte Israel hinübergenommen wurden für das neue Israel. Here in this chapter, the vine is taken over. Und hier in diesem Kapitel nun geht es um den Weinstock. When Jesus said, I am the true vine, Als Jesus sagte, ich bin der wahre Weinstock, he emphasized that word true. betonte dieses Wort wahre. If you could hear him saying it, Wenn wir ihn hören könnten, wie das sagte, you would hear him saying it like this: würden wir Folgendes hören. I am the true vine. Ich bin der wahre Weinstock. And the implication is perfectly clear. Und der Zusammenhang ist klar. I take the place of the false vine. Ich setze mich oder nehme den Platz ein des falschen Weinstocks. The false vine has been cast away. Der falsche Weinstock ist weggeworfen worden. I am the true vine which takes its place. Ich bin nun der wahre Weinstock, der seinen Platz übernimmt. We have to see for a little while how Israel was false to its very nature and purpose. Wir müssen für kurze Zeit anschauen, wie Israel eine falsche Stellung einnahm, der von Gott zugedachten Stellung gegenüber. What is the nature of a vine? Was ist die Natur eines Weinstocks? It is the nature of a vine to spread out far and wide. Es ist die Natur des Weinstocks, sich auszubreiten, nah und fern. We have at least 2 vines in England and Scotland which are as long as this room. Wir haben in England und Schottland mindestens 2 Weinstöcke, die mindestens so lang sind wie dieses Zimmer. They have thus spread out on the right and on the left. Sie haben sich rechts und links ausgebreitet They are always reaching out to cover more space. und sie strecken sich noch weiter aus, um noch mehr Raum zu decken. It is not the nature of the vine just to go straight up. Es ist nicht die Natur des Weines, einfach in die Höhe zu wachsen. It is its nature to reach out. Es ist in seiner Natur, sich auszubreiten. That is the nature of the vine. Das ist die Natur des Weinstocks, To expand itself. sich selber auszubreiten. Israel was raised up for this very purpose. Und Israel wurde mit diesem Ziel von Gott erwählt, To stretch out their arms to embrace the nations. seine Arme auszustrecken, um alle Nationen zu umfassen. I will give thee for a light to the Gentiles, is the word. Ich will dich zum Licht für die Heiden machen, hieß es. The nations shall come to thy light, Die Nationen werden sich zu deinem Lichte wenden and kings to the shining of thy brightness. und Könige zum Glanz deines Lichtes. Israel was just raised up of God to be a testimony in all the nations. Israel war von Gott dazu bestimmt worden, ein Zeugnis zu sein unter den Nationen, To bring to the whole world the knowledge of God. der ganzen Welt die Erkenntnis Gottes zu bringen. It was Israel's calling to fulfill a world purpose and a world vision. Es war Israels Berufung, eine weltweite Offenbarung Gottes zu erfüllen. Israel was intended to be God's missionary nation to the whole world. Israel sollte nach dem Plane Gottes ein Missionsvolk sein unter den Nationen. But instead of embracing the nations, they excluded the nations. Aber statt dass sie die Nationen umfassten, schlossen sie sie aus.
They drew a wall round themselves. Sie errichteten eine Mauer rund sich herum And they said, we are the people, und sagten, wir sind die Leute and all others are dogs. und alle anderen sind nur Hunde. They called the Gentiles dogs. Sie nannten die Heiden Hunde. They shut themselves into themselves. Sie haben sich in sich selber eingeschlossen. They became an exclusive people. Sie wurden ein Volk für sich allein. And thus they contradicted their own nature and their own mission. Und damit stellten sie sich in Widerspruch zu ihrer eigenen Natur und zu ihrem Auftrag. Exclusiveness was a contradiction to the very nature of Israel. Ausschließlichkeit war ein Widerspruch zum eigentlichsten Wesen Israels. And exclusiveness is always a contradiction to divine nature. Und Ausschließlichkeit ist immer ein Widerspruch gegenüber der göttlichen Natur. Because it is not written in Scripture, God so loved the Jewish nation, Denn es steht nicht geschrieben, also hat Gott die jüdische Nation geliebt, that he gave his only begotten Son. dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. It is written, God so loved the world. Nein, es steht geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt. The very love of God was contradicted by their exclusiveness. Die Liebe Gottes wurde in Widerspruch versetzt durch ihre Ausschließlichkeit. The very nature of God amongst them was violated in that way. Die Liebe Gottes wurde zu Schanden gemacht durch ihre Stellung. To turn in upon themselves or upon ourselves is always a violation of divine calling. Dass sie sich in sich selber einschlossen oder wenn wir uns auf uns selber einschließen, ist das immer eine Verletzung göttlicher Prinzipien. For any people or any person to make themselves an end in themselves is a sin. Für irgendein Volk oder für irgendeinen Menschen, sich vollkommen auf sich selber zu konzentrieren, ist eine Sünde. That is why in the order of nature, Das ist der Grund, weshalb in der Ordnung der Natur, when nature is normal, a family expands. wenn die Natur freie Hand hat oder normal ist, eine Familie sich ausbreitet. The Lord laid down this law right at the beginning of human history. Der Herr hat dieses Gesetz niedergeschrieben, gleich am Anfang der menschlichen Geschichte. He said to Adam and Eve, be fruitful and multiply and replenish the earth. Er sagte zu Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. It was in the very nature of things by the appointment of God. Das lag in der Natur der Dinge, durch Bestimmung von Gott her. And I say, when things are normal, no lives are an end in themselves. Und darum sage ich, wenn die Dinge normal gehen, so bedeutet kein Leben etwas für sich allein. Of course, I know of those exceptions Ich kenne natürlich jene Ausnahmen, where it is not possible to do this. wo es nicht möglich ist, dass dies geschieht. But I am speaking of the normal course. Aber ich spreche vom normalen Verlauf. In the very nature of things, normally, God intends life to be an expanding life. Im normalen Verlauf der Dinge ist es das Natürliche, das Leben sich ausbreitet. And anybody who deliberately violates that law will be an end in themselves. Und jedermann, der eigenwillig dieses Gesetz zerstört, wird ein Ende in sich selber finden And will sin against God's law. und wird sich an Gottes Gesetz versündigen. Now, Israel was called to expand and to fill the earth with the knowledge of the law. Israel war dazu berufen, sich auszubreiten und die Erde zu erfüllen mit der Erkenntnis des Herrn. Israel withheld that from the nations, Aber Israel hielt das vor den Nationen zurück turned in on themselves, und schloss sich auf sich selber ein made themselves an end in themselves. und machte sich selber zu einem Ende. And God came down upon that and said, all right, you shall be an end in yourselves.
Und dann sagte Gott darüber, gut, dann werdet ihr halt ein Ende bedeuten für euch selber. God's judgments are usually the confirmation of our own choices. Gottes Gerichte sind meistens die Bestätigung unserer eigenen Wege. Well, that was Israel's nature. Das also war Israels Natur. And that was Israel's violation of its nature as a vine. Und das war die Vergewaltigung seiner Natur durch Israel als Weinstock. Instead of expanding to the world, it contracted into itself. Statt dass es sich ausbreitete in der Welt, zog es sich auf sich selber zurück. Anything like that is always fatal. Alles in dieser Richtung ist immer tragisch. Well, that was the nature. What about the purpose? Nun, das war seine Natur. Was aber war die Absicht damit? Well, quite obviously, the purpose of a vine is to bear fruit. Nun, ganz offensichtlich ist das Ziel des Weinstocks, Frucht zu bringen. It is to bear grapes. Er soll Trauben hervorbringen. And from the grapes there is to come the wine. Und aus den Trauben soll es Wein geben. You know that in the Old Testament, wine is always the symbol of life. Wisst ihr, dass im Alten Testament Wein immer ein Symbol für das Leben ist? It means life. Wein bedeutet Leben. That is why we have it at the Lord's table. Darum haben wir den Wein am Tische des Herrn. It represents His blood, and in His blood is life. Er stellt sein Blut dar, und in seinem Blute ist Leben. He Himself called it the fruit of the vine. Er selber nannte es die Frucht des Weinstocks. He did not say, I will not drink of my blood again with you until I drink it in the kingdom of heaven. Er sagte nicht, ich werde nicht mehr von meinem Blute trinken, bis ich es neu trinke im Himmelreich. He said, I will not drink of the fruit of the vine with you again until I drink it in the kingdom. Nein, er sagte, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich es neu mit euch trinke im Himmelreich. The grapes and the wine are symbols of life. Die Trauben und der Wein sind ein Symbol des Lebens. Israel of old was called to minister the life of God to all the nations. Das alte Israel war dazu berufen, göttliches Leben an die Nationen weiterzugeben. When you read these Gospels, Und wenn wir diese Evangelien lesen, and you look to see what kind of fruit it is that Israel is bearing, und wir sehen, welche Art Frucht dieses Israel brachte, it is anything but life. so ist es alles andere als Leben. It is really death. Ja, es ist in Tat und Wahrheit Tod. It is sour fruit. Es sind saure Trauben. All those who were tasting the fruit of that Israel were turning away and saying, we don't want any more. Alle, die diese Frucht Israels versuchten, wandten sich ab und sagten, davon wollen wir nichts mehr. This is not life, this is death. Das ist nicht Leben, das ist Tod. The Gospels are just full of that truth. Die Evangelien sind erfüllt von dieser Wahrheit. Jesus said, I am the true vine. Aber Jesus sagte, ich bin der wahre Weinstock. In him was life, In ihm war Leben. and the life was the light of men. Und das Leben war das Licht der Menschen. Men's faces grew light when they tasted of him. Das Gesicht der Menschen wurde Licht, wenn sie ihn schmeckten. Now did you notice one thing that we read from the Old Testament about the vine? Habt ihr eines bemerkt, was wir im Alten Testament über den Weinstock gelesen haben? Those verses in Ezekiel 15. Jene Verse in Hesekiel 15. There we read that the vine has no other purpose in its existence but to bear fruit. Dort glauben wir, dass der Weinstock kein anderes Ziel, keinen anderen Zweck hat. Have you ever seen anything made of a vine? Keinen anderen Zweck als Frucht zu bringen. Habt ihr je etwas gesehen, das vom Weinstock hergestellt wird? You've never seen a table made of the vine. Ihr habt sicher nie einen Tisch aus Weinstockholz gesehen. You have never seen any vessel made of a vine. Ihr habt nie ein Gefäß aus Weinstockholz gesehen. You have not even seen a walking stick made of a vine. Nicht einmal einen Spazierstock.
You can do nothing with a vine. Man kann nichts aus einem Weinstock machen. That is what Ezekiel said. Das sagt uns Ezekiel. Men will not even take of it a peg to hang something on. Die Leute werden nicht einmal irgendein Gerät daraus machen, um etwas daran zu hängen. It is absolutely useless apart from fruit. Es ist vollkommen nutzlos, es sei denn durch seine Frucht. The only purpose of its existence is the grapes. Der einzige Zweck seines Daseins sind die Trauben. And if it does not bear the grapes, you just put it in the fire, says Ezekiel. Und wenn der Weinstock keine Trauben bringt, dann kann man nichts anderes damit tun, als ihn ins Feuer werfen. There are no byproducts of the vine. Es gibt keine Nebenprodukte des Weinstocks. There is no secondary use for the vine. Es gibt keine zweitrangige Verwendung des Weinstocks. It exists for one thing and one thing only. Er ist da nur für eines und eines allein. And that is truth. Und das ist Frucht bringen. And that is what God raised up the old Israel for. Und das ist es, warum Gott das alte Israel hervorgebracht hat. To bear His divine fruit of life and light for the nations. Seine göttliche Frucht des Lebens und des Lichtes für die Nationen hervorzubringen. Israel failed to do that. Aber Israel versagte in dieser Aufgabe. God has no other use for an Israel like that. Und für solch ein Israel hat Gott keine andere Verwendung. And so He says, cast it into the fire. Und so sagt werft es ins Feuer. And He cast it into the fire these nearly 20 centuries ago. Und hat es ins Feuer geworfen vor beinahe 20 Jahrhunderten. And that's where it is. Und da befindet es sich heute noch. And from that we can see what the Lord Jesus means by being the true vine and we being the branches. Und daraus können wir erkennen, was der Herr Jesus meinte, als sagte, er sei der wahre Weinstock und wir seien die Zweige davon. The true vine is that which fulfills the one and only purpose of its existence. Der wahre Weinstock ist einzig und allein derjenige, der den wahren Zweck seines Daseins erfüllt. So Jesus brings this illustration over to himself and his church. So führt der Herr Jesus dieses Bild über zu sich selber und auf die Gemeinde. And it is perfectly clear what the nature of the Lord Jesus is. Und es ist vollkommen klar, was die Natur des Herrn Jesus war. His nature is reaching out to all men, Seine Natur breitet sich aus zu allen Menschen hin. embracing the whole world. Sie umfasst die ganze Welt. He takes into his heart all the nations. Er trägt auf seinem Herzen alle Nationen. All men are his concern, Sein Anliegen reicht zu allen Menschen. not any one nation, Nicht zu einer Nation, but all the nations. sondern zu allen Nationen. To his apostles he said, going to all the world, preach the gospel to every nation. Seinen Aposteln gab er den Auftrag, geht hin in alle Welt, predigt allen Nationen. It is the very nature of Jesus to do that. Es ist das eigentliche Wesen Jesu, das so zu tun. It is quite foreign to the nature of Jesus to be exclusive, Es ist dem Wesen Jesu vollkommen fremd, exklusiv zu sein, to be small and narrow and self-occupied. klein und eng und selbstbeschäftigt zu sein. Our salvation is to have our hearts enlarged bigger than ourselves. Unsere Erlösung liegt darin, dass unsere Herzen erweitert werden und größer werden als wir selber. Anybody who turns in on himself or herself and is always occupied with themselves is dying while they live. Jeder Mensch, der sich selber auf sich selber konzentriert und sich in sich einschließt, stirbt, auch wenn er noch lebt. It cannot be avoided. Das kann nicht vermieden werden. Let a little company of the Lord's people just live to themselves, Lasst eine kleine Schar von Gotteskindern nur für sich selber leben, become wholly occupied with themselves, sich allein mit sich selber beschäftigen and their days are numbered. und ihre Tage sind gezählt. They are living a living death. Sie leben einen lebendigen Tod. Their destiny is to fade out. Ihr Schicksal ist, dass sie verschwinden werden. That is true of any one Christian or of any company of the Lord's people. Das trifft auf jeden Christen und auf jede Gruppe, christliche Gruppe zu.
Because Christ is in the believer. Weil Christus im Gläubigen ist. And his very nature is to reach out like the vine. Und sein eigentliches Wesen ist, sich auszubreiten wie der Weinstock. He would draw all men unto himself. Will alle Menschen zu sich ziehen. And to be otherwise is to be a contradiction to the very nature of Christ. Und anders zu sein ist ein Widerspruch zum eigentlichen Wesen Christi. This is the nature of the true vine. Das ist die Natur des wahren Weinstocks. And Jesus says, I'm the vine and you are the branches. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. And the branches and the vine make one vine. Und die Reben und der Weinstock bilden einen Weinstock. They partake of the same nature. Sie haben Anteil an der gleichen Natur. And do you notice it is the very branches themselves who do the expanding work of Jesus. Und seht ihr, es sind ja gerade die Reben, die das ausbreitende Werk des Weinstocks tun. Yes, it is by the branches that this expanding nature is manifested. Ja, es ist in den Reben, dass sich diese ausbreitende Natur des Weinstocks offenbart. You notice that is what happened in Jerusalem right at the beginning. Ihr seht, dass das ganz am Anfang in Jerusalem auch wirklich geschah. Some trouble sprang up in the church, the Christian church in Jerusalem, right at the beginning. Ganz am Anfang entstanden gewisse Schwierigkeiten in der ersten Gemeinde in Jerusalem. It was the first bit of trouble that the Christian church had. Es waren die ersten Schwierigkeiten, die die christliche Gemeinde erlebte. Some of the first apostles wanted to stay in Jerusalem. Einige der ersten Apostel wollten in Jerusalem bleiben. They wanted to build up this church in Jerusalem. Sie wollten diese Gemeinde in Jerusalem aufbauen. They were forgetting the commandment of the Lord. Sie vergaßen den Auftrag des Herrn. And they were just settling down in Jerusalem. Und sie setzten sich nieder in Jerusalem. To make Jerusalem the center of everything. Jerusalem zum Mittelpunkt zu machen. And to make Jerusalem an exclusive body. Und aus Jerusalem einen exklusiven Körper zu machen. Then there rose up in their midst a young man. Und dann stand in ihrer Mitte ein junger Mann auf, full of the Holy Spirit and of faith. Erfüllt vom Heiligen Geist und vom Glauben. That young man's name was Stephen. Und dieses jungen Mannes Name ist Stephanus. And if you listen to what Stephen said, und wenn ihr auch das hört, was Stephanus sagte, you will hear him saying, "This will not do." Hört ihr ihn sagen, das wird nicht geschehen. We have been called for the nations. Wir sind für die Nationen berufen. We are not to be an exclusive people. Wir sollen nicht ein exklusives Volk sein. We are called to a world mission. Wir sind zu einer Weltmission beauftragt. We must not settle down again in the old Judaism. Wir dürfen uns nicht wieder mit dem alten Judaismus zufrieden geben. Some of the first Christians and Christian leaders did not agree with him. Aber einige der ersten Christen und der ersten christlichen Führer waren nicht einverstanden damit. Of course, the old Israel did not agree with that. Natürlich war das alte Israel damit nicht And einverstanden. so they stoned Stephen on this very issue. Und so haben sie Stephanus gesteinigt wegen dieser Frage. They stoned Stephen on the issue of the world mission of the church. Sie steinigten Stephanus wegen dieser Frage des Weltauftrages der Gemeinde. I cannot help asking the question, where was James and where was Peter when Stephen was being stoned? Ich kann nicht anders als die Frage stellen, wo waren denn eigentlich Jakobus und Petrus, als Stephanus gesteinigt wurde? They were in Jerusalem, but they were not there. Sie waren in Jerusalem, aber nicht auf dem Hinrichtungsplatz. Why was it that Stephen was stoned and not Peter and James? Warum wurde denn eigentlich Stephanus gesteinigt und nicht Petrus oder Jakobus? Because at that time, Peter and James were not taking the line that Stephen was taking. Weil zu jener Zeit Petrus und Jakobus nicht diese Linie einschlugen, die Stephanus einschlug. They were making Jerusalem everything. Sie wollten aus Jerusalem alles machen. And of course the old Israel won't stone them if they do that. Und natürlich
wollte das alte Israel sich nicht steinigen, wenn sie Jerusalem groß machten. So somewhere in Jerusalem they are quite safe. So sind sie in einem gewissen Sinne in Jerusalem ganz sicher. But Stephen was stoned for this very thing. Aber Stephanus wurde dieser Frage willen gesteinigt. Do understand, dear friends, that there's something here to be taken note of. Versteht, liebe Freunde, dass wir hier oder diese Frage genau begreifen müssen. And it is this that we must take note of. Und es ist etwas, das wir uns merken müssen. That this new Israel is given a mission to all the nations. Dass dieses neue Israel einen Auftrag bekommt an alle Nationen. And there is a great price to pay for that mission. Und es ist ein hoher Preis zu bezahlen für diesen Auftrag. The whole kingdom of Satan is against that. Das ganze Königreich Satans stellt sich dagegen. If you will just become a little quiet, compromising local sect, you'll be all right. Wenn ihr nur eine kleine, lokale, im Kompromiss stehende Sekte werden wollt, nun dann gut. Just living within your own walls and closed doors, the devil won't worry you. Wenn ihr einfach in euren vier Mauern lebt, mit geschlossenen Türen, dann wird sich Satan nicht um euch kümmern. And the world won't trouble its head about you. Und auch die Welt wird euch in Ruhe lassen. It will leave you alone. Sie wird euch allein lassen. But if you go out on this heavenly level of things, Aber wenn ihr euch hinausbegebt auf diese himmlische Grundlage, to embrace all men in Christ, um alle Menschen in Christus zu umfassen, you will find the world's against you. werdet ihr gleich herausfinden, dass die ganze Welt sich gegen euch erhebt. You will find the devil is against you. Ja, ihr werdet sehen, dass der Teufel gegen euch ist. And you and I ought to see this in our day as no one has ever seen it before. Und ihr und ich sollten das heute erkennen, wie das zuvor nie jemand erkannt hat. Do you not see what is happening in the nations? Seht ihr nicht, was heute unter den Nationen geschieht? There is not a missionary left in China, In China ist kein einziger Missionar zurückgeblieben. and it is no longer possible for a missionary to go into China. Und es ist keinem Missionar mehr möglich, nach China einzureisen. And in large parts of the world, that same thing is happening. Und in weiten Gebieten der Welt geschieht dasselbe. They have tried to drive them out of Africa. Sie haben versucht, die Missionare aus Afrika auszutreiben. Why is this? Warum das? Oh, the kingdom of Satan does not want Jesus to get into his world. Oh, das Reich Satans will nicht, dass Christi Missionare in ihre Welt gelangt. There have been literally some millions of martyrs in China for Jesus Christ. Es sind in China buchstäblich Tausende von Märtyrer gewesen, Jesu Christi willen. And many others in Africa Und viele andere in Afrika and in other parts. und noch in anderen Teilen der Welt. It was never quite like this before. Es war nie genau so früher. This is a new phase of things. Das ist eine neue Phase. Satan knows that his time is short, Satan weiß, dass seine Zeit kurz ist. and he must do all that he can to close the nations to Jesus Christ. Und muss alles tun, was kann, die Nationen vor Christus zu verschließen. And there is a great price bound up with this world mission. Darum ist ein großer Preis mit dieser Weltmission verbunden. Stephen is the great example of that. Stephanus ist das große Beispiel dafür. The purpose then of Christ and his church, of the vine and the branches, is to bring life to men all over this world. Der Zweck Christi und seiner Gemeinde, des Weinstocks und seiner Reben, besteht also darin, Leben unter die Nationen zu bringen. I wonder if that is true, altogether true of the church today. Ich frage mich, ob das wirklich zutrifft auf die heutige Gemeinde. Don't you think that even the Christian church today is failing in that matter? Glaubt ihr nicht, dass sogar die jetzige Gemeinde in dieser Frage versagt? It is not really bringing life to the nation. Sie bringt nicht wirklich Leben zu den Nationen. Many a place called a church is not bringing life even to its own little village. Manches, was sich Gemeinde nennt, bringt nicht einmal Leben in seine nächste Umgebung. This is a contradiction of Christ. Das ist im Widerspruch zu Christus. But it's quite very well to think of this objectively. Es ist sehr schön, wenn man das rein objektiv anschaut. This has got to come down to every one of us.
Aber das muss für jedes von uns aktuell werden. What is the proof that Christ is in you and in me? Was ist der Beweis dafür, dass Christus in euch und in mir ist? How can it be known that Christ is in us? Wie kann es erkannt werden, dass Christus in uns ist? Only in one way, Nur auf eine Weise, that others are receiving life through us, dass andere durch uns Leben empfangen, that we minister life to others, the life of Christ, dass wir anderen Leben bringen, das Leben Christi, that when hungry and needy people come into touch with us, they feel the touch of life. dass wenn andere hungernde Menschen mit uns in Kontakt kommen, sie Leben, eine Berührung vom Leben spüren. They may express it in different ways, Sie werden es vielleicht verschieden ausdrücken, but it amounts to this. aber es kommt schlussendlich darauf an, That man, that woman has got something that I have not got. jener Mensch, jener Mann oder jene Frau hat etwas, das ich nicht habe. He or she has something that I need. Er oder sie hat etwas, das ich auch brauche. I feel it about them. Ich spüre es ihm an. There's something about them that I feel. Es ist etwas an ihm, das ich spüre. And it's what I really need. Und gerade das brauche ich. That should be true of every Christian. Das sollte auf jeden Christen zutreffen. Because Christ, who is the true vine, is in us, Weil Christus der wahre Weinstock in uns ist expanding himself through us und sich durch uns ausbreitet and ministering his life through us. und durch uns sein Leben weitergibt. Oh, do pray, dear friends, every day that you get up, pray, Lord, make me a channel of life to someone today. Wir sollten jeden Tag aufs Neue beten am Morgen, Herr, lass mich doch einen Kanal des Lebens sein für irgendeinen anderen Menschen heute. Lord, minister your own life through me to someone today. Herr, lass dein eigenes Leben durch mich auf irgendjemand anders kommen heute. May I bring life wherever I am. Möchte ich Leben hinbringen, wo immer ich mich aufhalte. The Lord has no other purpose for you and for me. Der Herr hat keinen anderen Zweck für euch und für mich. We may try to do a lot of things, Wir können versuchen, vielerlei Dinge zu tun, but if we belong to the vine, aber wenn wir dem Weinstock angehören, we are no good for anything but to bear fruit. sind wir zu nichts anderem Nütze, als Frucht zu bringen. That is to bring life to others. Das heißt, Leben zu anderen Menschen zu bringen. Yes, fruit, only fruit. Ja, Frucht, allein Frucht. Not even to be a peg upon which to hang something. Nicht einmal zu einem Haken bestimmt, an dem man etwas hängen kann. Not even to be a walking stick to help somebody to stand up straight. Nicht einmal ein Spazierstock, um jemandem zu helfen, aufrecht zu gehen. No, God has no use for us but to bear fruit, Nein, Gott kann uns zu nichts anderem brauchen, als Frucht zu bringen to bring life. und Leben zu bringen. Now, Jesus said here in this chapter, if a branch bring forth fruit, my Father, the husbandman, pruneth it, that it may bring forth more fruit. Und hier in diesem Kapitel sagt Jesus, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt mein Vater, auf dass sie noch mehr Frucht bringe. Because we understand that in nature and we agree with it. Wir verstehen das natürlicherweise und sind damit einverstanden. Perhaps if you have had anything to do with grapevines, it's what you have done. Vielleicht, wenn irgendeines von euch mit Weinstöcken zu tun hatte, so habt ihr es selber getan. Strange that we believe in it as a law of nature Eigenartig, dass wir daran glauben, als an ein Naturgesetz and say it's the right thing to do und sagen, das ist das Richtige, was man tun muss. and it's the best thing to do. Das ist das Beste, das man tun kann. To cut this piece off so that it will do better. Dieses Stück da abzuschneiden, damit es besser wächst. But we don't agree with the Lord doing it to us. Aber wir sind nicht damit einverstanden, wenn der Herr dasselbe mit uns tut. When the Lord begins to do that with us, we are full of grumbles and complaints. Wenn der Herr damit anfängt, das Gleiche an uns zu tun, dann murren wir und lehnen uns dagegen aus. When the Lord for a little while calls us to do less in order that He might fit us to do more, we don't agree. Wenn der Herr uns so führt, dass wir eine gewisse Zeit lang weniger tun,
weil uns in den Zustand bringen will, da wir mehr tun können, so sind wir nicht einverstanden damit. When it seems that the Lord is taking away some of our fruit, Wenn es scheint, dass der Herr einige von unserer Frucht wegnimmt, taking away some of our work, einiges von unserer Arbeit wegnimmt, we are full of problems. so sind wir von Problemen über. We don't understand the Lord, Wir verstehen den Herrn nicht mehr and we begin to ask questions about His love. und wir beginnen Fragen zu stellen über seine Liebe. Now, Jesus has laid it down as a positive truth. Aber Jesus hat es als eine eindeutige Wahrheit niedergelegt. Here is some branch that is bearing fruit. Hier haben wir irgendeine Rebe, die Frucht bringt. It is not a branch that is bearing no fruit. Es ist nicht eine Rebe, die keine Frucht bringt. He says he cast that into the fire. Sagt von solch einer Rebe, dass sie ins Feuer wird. But it is the fruit-bearing branch that he prunes. Sondern es ist die fruchtbringende Rebe, die reinigt. Here is the branch that is fulfilling its vocation. Hier haben wir also die Rebe vor uns, die seinen Auftrag erfüllt. And the Lord looks at it. Und der Herr schaut sie an. He says, that's very good. Und sagt, das ist sehr fein. I'm very pleased with that. Ich bin damit sehr zufrieden. But I can do better than that. Aber ich kann noch mehr haben. There is better that branch can do. Diese Rebe kann noch Besseres hervorbringen. So he takes the knife. Und so nimmt das Messer. And he disciplines us. Und nimmt uns in seine Zucht. He reduces us in order to increase us. Vermindert uns, auf dass wir wachsen. He cuts away some in order that there might be more. Schneidet einiges weg, auf dass mehr wachse. What a lot of history there is in that statement. Wie viel Geschichte ist in diesem Satz enthalten? The writer of our letter to the Hebrews said, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagte, keine Züchtigung scheint im Moment angenehm zu sein, sondern schwer. But afterward it beareth the peaceable fruits of righteousness. Aber nachher bringt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. That is only saying that the husbandman does sometimes take the knife. Das heißt einfach, dass der Weingärtner manchmal das Messer nimmt and he cuts deeply into our souls. Und tief in unsere Seele hineinschneidet. But afterward there's more and there's better fruit than there was before. Aber nachher entsteht mehr und bessere Frucht als vorher. Time is gone. Unsere Zeit ist vorbei. It just brings me to this last word. Und das bringt mich zu diesem letzten Worte. The wine comes from the grape through the winepress. Der Wein kommt von der Traube her durch die Weinpresse. The winepress is the symbol of pressure. Die Weinpresse ist das Symbol des Druckes. What pressure is brought up to bear upon that fruit in order to get the wine? Welch ungeheurer Druck muss auf die Trauben ausgeübt werden, damit der Wein entsteht. The winepress is the symbol of breaking. Die Weinpresse ist ein Symbol des Zerbrochenwerdens. That fruit is broken to pieces. Jene Frucht wird in Stücke zerkleinert. Out of that fruit is wrung by agony the wine. Aus dieser Frucht wird durch Agonie der Wein gewonnen. When Jesus said, I am the true vine, Als Jesus sagte, ich bin der wahre Weinstock, it is prophesied of him that he would tread the winepress alone. ist von ihm prophezeit worden, dass die Weinpresse allein treten würde. The cross was the winepress of the Lord Jesus. Das Kreuz war die Weinpresse des Herrn Jesus. How he was pressed in the cross. Wie sehr wurde im Kreuz gepresst. He was crushed. Wurde zerbrochen. He was broken. Wurde zermalmt. But out of that breaking has come the life which you and I have. Aber aus diesem Zerbrochensein entstand das Leben, das ihr und ich empfangen haben. And which so many in all the nations ever since have received. Und das so viele in allen Nationen seither empfangen durften. And in a measure that is true of his church. Und in einem gewissen Maß
trifft das auch auf seine Gemeinde zu. It was out of the crushing and the breaking of the church that the life came to the world. Aus dem Zerbrochenwerden und Zermalmtwerden der Gemeinde entstand Leben. And dear friends, that is true of every member, every branch of the vine. Und liebe Freunde, das trifft zu auf jedes Glied, auf jede Rebe des Weinstocks. If we are to fulfill this true living ministry, Wenn wir diesen wahren, lebendigen Dienst erfüllen sollen, it will only be through suffering. wird es allein durch Leiden geschehen. It will be through the winepress. Es wird durch die Weinpresse geschehen. It will be pressure and breaking. Es wird Druck und Zerbrechen sein. Paul said we were pressed out of measure, Paulus sagt, wir wurden bedrückt über alle Maßen, almost beyond our enduring. beinahe über das hinaus, was wir aushalten konnten. But what life has come out of that man's pressure? Aber wie viel Leben ist aus dem Druck jenes Mannes entstanden? It is like that. Und so geschieht es immer wieder. I am not talking about preaching and Bible teaching. Ich spreche nicht über Predigen und Bibellehren. There's a great deal of that which is not life. So viel davon ist nicht lebendig. But I am talking about this great ministry of Christ giving his life through us. Aber ich spreche von diesem großen Dienst, dass Christus sein Leben durch uns weitergibt. It may be through preaching. Es kann sein durch Predigen, It may be through teaching. es kann durch Lehren sein, It may be through living. es kann ganz einfach durchs Leben sein. But if it is his life, it will come out of experiences of suffering. Aber wenn es sein Leben ist, wird es durch Erfahrung des Leidens hervorspringen. A preacher or a teacher who has never suffered never ministers life. Ein Prediger und ein Lehrer, der nie gelitten hat, wird niemals Leben weitergeben können. Well, this may not seem a very pleasant outlook, Nun, das ist vielleicht nicht ein sehr angenehmer Ausblick, but it is true. aber es ist wahr. The best doctors and nurses are those who know something about suffering themselves. Die besten Ärzte und Krankenschwestern sind jene, die etwas vom Leiden selber erfahren haben. I would always choose a doctor who knew something about sickness in himself. Ich würde am liebsten einen Arzt auswählen, der Krankheit am eigenen Leibe erfahren hat. I've had many doctors, Ich habe viele Ärzte gehabt and I've had many nurses, und auch viele Krankenschwestern and I know the difference. und ich kenne den Unterschied. Some are just professional, Einige sind einfach berufsmäßig tätig. treating you as a case. Sie behandeln uns als einen Fall. You are just number so and so. Man ist einfach Nummer so und so viel. But there are others Aber es gibt andere, who treat you as a person, die uns als eine Person as behandeln, a human being, als ein menschliches Wesen, who care for you. die für uns sorgen. And if you ask why, Und wenn ihr sie fragt, warum, they've got a background of suffering themselves. sie haben in ihrem Hintergrund eigenes Leiden. They know just a little of what you are going through. Sie wissen ein klein wenig davon, was man selber durchmacht. We read this morning from Hebrews. Wir lasen heute Morgen aus dem Hebräerbrief. We have not a high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities, Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitgefühl haben könnte mit unseren Schwachheiten, but was tempted in all points like as we are. sondern der versucht wurde in allen Dingen wie wir. He is able therefore to succor those who are tempted. Er ist deshalb in der Lage, denen zu helfen, die versucht werden. He has been the way of the winepress. Er ist den Weg der Weinpresse gegangen We have received the benefit. und wir sind in den Gewinn davon gelangt. Is this why Paul said, that I may know him and the fellowship of his suffering? Ist das der Grund, weshalb Paulus sagte, dass ich ihn erkenne und die Gemeinschaft seiner Leiden? Paul knew quite well that the sufferings of Christ meant life. Paulus wusste genau, dass die Leiden Christi Leben bringen. And if there was one thing that Paul wanted for others, it was that they should have this life. Und wenn es eines gab, was Paulus für die anderen wünschte, war es, dass auch sie Leben weitergeben. And that they should have it through him. Und dass sie es durch ihn empfingen. So he said, that I may know the fellowship of his suffering. Und so sagte er, auf dass ich die Gemeinschaft seiner Leiden erfahre. That may not be our ambition.
Das ist vielleicht nicht unser Ehrgeiz. We may not like the idea very much. Wir lieben vielleicht diese Idee nicht besonders. But may the Lord help us to look at things in this way. Aber möchte der Herr uns helfen, die Dinge so anzuschauen. The Lord is putting me in the winepress. Der Herr versetzt mich in die Weinpresse. He's putting me through a time of great pressure. Er stellt mich in eine Zeit großen Druckes hinein. I am being broken Ich werde zerbrochen and crushed. und zermalmt. The Lord intends more fruit, Aber der Herr beabsichtigt mehr Frucht, more life, mehr Leben, more people to have the life. dass mehr Leute Leben empfangen. For the very nature of this thing is to reach out to others. Denn die eigentliche Natur dieses Lebens ist, sich auszubreiten auf andere hin. That is the true vine. Das ist der wahre Weinstock. Anything that is not like that is the false vine. Alles, was nicht so ist, ist ein falscher Weinstock. I am the vine, ye are the branches. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. We pray. Wir beten.